Willkommen zu Smart Data Stories. Heute sprechen wir über, warum Datenkompetenz nicht nur etwas für IT-Teams ist, sondern alle Unternehmensbereiche betrifft. Ich habe Conny eingeladen, mit mir die Frage zu besprechen, warum ist es so wichtig, die Datenkompetenz im gesamten Unternehmen zu entwickeln. Schön, dass du da bist, Conny. Hallo Kathi. Lass uns starten mit der ersten Frage. Ich bin schon gespannt. Also Conny, warum ist es so wichtig, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen mit Daten umgehen können? Ja Kathi, ich finde, das ist jetzt eine sehr gute Frage, die ich habe, und ich hoffe, ich finde die richtige Antwort. Sie ist ein wenig komplexer, aber ich versuche es ganz kurz zu erklären. Grundsätzlich möchte ein Unternehmen erfolgreich sein. Das ist einmal das Wichtigste. Und erfolgreich zu sein, muss ich einfach schnell Entscheidungen treffen. Ein Unternehmen ist tagtäglich mit vielen Problemen und Lösungen beschäftigt und muss die richtigen Dinge auch entscheiden können. Wie kann ich heute in so einem komplexen Umfeld, das wir haben, wir sind in EUs, wir haben viele Länder, wir haben viele Internationalitäten, es gibt viele Produkte, es ist alles extrem schnell. Wie kann ich denn da überhaupt nur die richtige Entscheidung zu treffen? Also ich brauche irgendwo eine Grundlage, ich brauche eine feste Grundlage. Das heißt, ich brauche Daten zum Entscheiden. Jetzt ist aber nicht so, dass wenn jetzt ich alleine weiß, dass Daten für mich wichtig sind, dass das fürs gesamte Unternehmen gut ist, sondern es ist dann fürs gesamte Unternehmen gut, wenn ich die richtige Entscheidung kriege und wenn die Mitarbeiter wissen, dass Daten das Richtige ist. Das heißt, sie müssen ja fähig sein, damit auch die richtigen Fragen zu stellen. Sie müssen ja schon vorbereiten, was ich ganz gerne brauche, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und damit man das überhaupt kann, muss man sich auch dementsprechend mit Daten auskennen, wissen, wie kann man Fragen stellen, wie komme ich zu meinen Daten, welche Daten sind denn relevant, welche sind nicht relevant. Und es muss jetzt nicht nur die Assistentin des Geschäftsführers wissen, sondern es muss das gesamte Unternehmen wissen, alle Fachbereiche bis hin zum Mitarbeiter, der tagtäglich dann kämpft, die Informationen zu finden. Und diese Durchdringung von Wissen, warum ich Daten brauche, ist der entscheidende Faktor für ein Unternehmen. Das heißt, die Unternehmer, es reicht nicht alleine, wenn das Management weiß, es braucht die Daten und dass sie die richtigen Fragen stellen, sondern es fängt schon bei den Lagermitarbeitern an von irgendeinem Unternehmen, dass sie wissen, welche Daten relevant sind, dass erfasst werden, dass diese gesamte Kette der Informationsgewinnung durchs Unternehmen durchfließen kann. Genauso ist es. Der Punkt ist ganz einfach, wenn der Lagermitarbeiter hat ja auch täglich mit Problemen zu kämpfen und er möchte auch Dinge aufzeigen, vor allem die für die Informationen in der Informationskette entscheidend ist. Es geht hier eigentlich weniger um Daten als um die richtigen Fragen zu stellen. Warum ist es? Warum entsteht etwas und was sind die Konsequenzen und Abhängigkeiten davon? Wenn er das mitdenkt, und er tut es sicher tagtäglich, aber wenn er das dann auch noch Daten unterstützt, verwenden kann und das dann sozusagen in die Befehls- und Informationskette fürs gesamte Unternehmen einfließt, ja, dann landet auch die richtige Entscheidung beim Chef, ja, und der kann dann die Entscheidungen treffen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass das Unternehmen datengetrieben ist oder die Führung datengetrieben ist. Es geht auch darum, dass der kleine Lagermitarbeiter oder kleine Lagermitarbeiterin die richtigen Entscheidungen oder auch die richtigen Informationen versteht und sie versteht auch weiterzugeben. Und das sind eben die Daten. Und es ist eigentlich am Ende des Tages ganz einfach. In welche Probleme laufen Unternehmen, wenn sie nicht alle Mitarbeiter befähigen, mit Daten zu arbeiten? Es ist ein bisschen ein Chaos. Ja? Ich kann ja aus meiner eigenen Praxis da durchaus sprechen. Man möchte Informationen, möchte Entscheidungsgrundlagen, aber man kriegt sie nicht. Ja? Man fühlt sich da ein bisschen nicht abgeholt, ein wenig verlassen oder in diesem Umfeld. Das heißt, der Druck von oben kommt und sagt, hey, bringt's mir die Informationen, und das Problem von unten ist, ja, welche? Was brauchst du jetzt von mir? Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Das heißt, das Ganze läuft ein bisschen in Ratlosigkeit rein, und Ratlosigkeit heißt, Mitarbeiter sind verunsichert. Sind Mitarbeiter verunsichert, dann ist die Fokussierung ja nicht auf, wie kann ich mich verbessern, sondern was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung, was zu tun ist. Und darum ist es
entsteht dass dann oft Leerläufe laufen und man das Gefühl hat, wo man Bauchentscheidungen noch immer von früher getroffen hat, oft besser ist, als wie irgendwo datengetrieben irgendwas zu machen. Ja, aber wenn die Richtlinien nicht da sind, wenn die Governance nicht da ist, wenn die Dinge, die ich für sie weitermelden kann, nicht da sind und vor allem, wenn ich gar nicht weiß, für was brauche ich denn überhaupt Daten oder was könnte ich denn für coole Auswertung machen oder sonst irgendwas, dann kann ich das auch nicht machen. Ergebnis, es ist ein Durcheinander und da ist dann wirklich der Punkt, bleibe ich vielleicht beim Bauch, weil da kann ich wenigstens eine Entscheidung treffen, aber so ein Halbzustand, das schadet jedem und bringt gar nicht was. Und das ist der Nachteil. Mhm. Das heißt, es ist auch für die Fachbereiche selbst von Vorteil, wann sie mehr Datenkompetenz aufbauen. Das ist ja cool für die Fachabteilung, weil es ist ja nicht so, dass der Geschäftsführer jetzt über alles Bescheid wissen muss und soll, sondern schaut einmal, dass die Strategie gehalten wird. Der Weg, den man sich vorhat, die Vision, die man geplant hat, dass das ist. Das ist meistens irgendein Wachstumsziel oder sonst irgendwas. Man möchte irgendwo vielleicht die Nummer 1 sein, man möchte hohe Qualitäten und so weiter haben. Die Fachabteilungen sind mit den täglichen Problemen des Unternehmens wirklich belastet. Ja? Also ein Marketing muss regelmäßig schauen, wo ist unsere Marktposition, wie können wir die ausbauen, wie können wir schauen, dass das Unternehmen positioniert ist. Ein Vertrieb muss regelmäßig schauen, dass die Umsätze gehalten werden oder dass neue Produkte irgendwo platziert werden. Ja, und auch die Produktion muss schauen, hey, was sind neue Produkte, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich die Qualität hochhalten. Das sind sehr teilweise operative Probleme, das sind, aber eine Fachabteilung kann genauso das rausfinden. Ja, eine Marketingabteilung, die automatisch die Informationen kriegt, welche Produkte werden am Markt tatsächlich gebraucht, kann das der Produktion weitergeben. Die Produktion kann rausfinden, was braucht es, dass ich schneller, effizienter produziere. Das werden deren Fragestellungen sein. Und sie brauchen auch Thesenbildungen. Das heißt, wenn der in der Produktion sagt, wenn ich jetzt eine zweite Maschine oder ein Abtendenz eine Maschine praktisch einspiele, bringt mir das, mein Ziel zu erreichen, oder ist das nur eine Geldrausgeberei? Was ist es wirklich? Also Simulationen, Prognosenbildung und so weiter ist doch eines der wichtigsten Entscheidungen, die es hat. Und damit sind auch die in ihrer Tätigkeit viel fokussierter in ihrem Problem und das Unternehmen ist wiederum am Ende des Tages erfolgreicher. Mhm. Ganz kurz, Conny, wo sagst du, wenn jetzt ein Unternehmen beschließt, sie wollen ihre Datenkompetenz stärken und aufbauen, wo sollen sie starten? Ganz, ganz einfach, Sie sollten einmal herausfinden, wo Sie denn überhaupt stehen. Weil, seien wir Sie ehrlich, ein Unternehmen ohne Daten gibt's nicht. Ja? Die einen werden schon irgendeine Fachabteilung haben, wie zum Beispiel Marketing oder Finanzen, die oft schon durch ihre Systeme sehr stark datengestützt sein. Die anderen werden vielleicht nur ganz am Beginn sein. Es kann sein, dass da noch ein totaler Durcheinander ist. Es kann sein, dass schon ein großes Database da ist und mir das mal im Endeffekt verwendet. Also es geht darum, herauszufinden, wo bin ich denn? Und wenn ich weiß, wo ich bin, dann kann ich mich ja konzentrieren und sagen, wie bilde ich aus? Meistens ist es zuerst einmal Ausbildungsthema, dass ich überhaupt einmal schaue, dass ich das Wissen über alles drüber bringe. Dann kann ich Architekturen schaffen, dass das miteinander funktioniert. Und dann kann ich mich schrittweise für das Ziel haben. Tatsache ist, ein Unternehmen, das sehr stark mit Datenentscheidungen arbeitet, vom, wie man gesagt, am Lagerhalter bis rauf zum Geschäftsführer, hat natürlich eine gewisse Entwicklungsreise vor sich. Ja? Aber diese Entwicklungsreise so früh wie nur möglich anzugehen, bringt man Wettbewerbsvorteil, wie es im Sport ist. Wenn ich bereits im Endeffekt auf moderne sportliche Dinge umsteige und vielleicht moderne Strukturen und so weiter schaffe, habe ich dann natürlich einen Vorteil gegenüber anderen. Ja? Und genauso geht es an Unternehmen. Wenn umso früher das in das einsteigt, umso früher das ich mich weiterentwickle, habe ich natürlich einen Vorteil. Super. Das heißt, schauen, wo man steht, Ziele setzen, wo man hin will und dann den Weg gehen. Dann umsetzen und vor allem auch schauen, dass die Freiheit der Mitarbeiter in der Gestaltung da ist, die Mitarbeiter abräumen, Kommunikation, Führung. Diese Themen spielen dann natürlich alle eine Rolle, aber das ist sowieso bei jedem Thema, das ich habe. Aber das darf man halt nicht unterschätzen. Und vor allem ganz wichtig, auch organisatorische Änderungen durchführen. Denn eins ist auch klar, ich kann jetzt nicht auf ein neues Konzept im Unternehmen gehen und das Unternehmen so lassen, wie es ist. Es braucht
Demokratie, Datendemokratie braucht natürlich auch demokratische Führungsstrukturen. Ich kann nicht von oben runter irgendwas befehlen, da werde ich wenig erreichen. Ich muss natürlich auch den Freiheitsgrad, den Gestaltungsgrad der Mitarbeiter ganz klar forcieren, ja, mit einem klaren Regelwerk, mit einem Rahmen, Leitplanken, wie ich schon mal in einem Video gehört habe, und dann funktioniert das Ganze auch. Danke, Conny, für dieses coole Interview. Voll spannend, diese Einblicke. Okay, warum ist das eigentlich so wichtig für die Zukunft? Und für euch, ich hoffe, ihr habt euch auch etwas mitnehmen können. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Videos. Mögen die Daten mit euch sein. Mögen die Daten mit euch sein.